Hallo alle miteinander. Heute habe ich wieder ein provokatives Thema. Und zwar die Evolutionstheorie und der gesunde Menschenverstand. Ja, meine Vögel im Hintergrund haben auch was zu sagen. Lasst euch nicht ablenken. Zwischendurch mal geben sie ihren Senf dazu. So, okay. Um das Thema richtig zu verstehen, müssen wir ganz vorne, also bei dem Anfang, anfangen. Bevor wir darüber reden, ob die Evolution möglich ist, sollten wir erstmal darüber reden, ob es überhaupt möglich ist, dass das Leben zufällig entstehen kann. Ob das einfachste Bakterium, das wir kennen, sich zufällig bilden könnte. Viele Experimente mit dem Zufallsprinzip haben gezeigt, dass der Zufall nicht dafür sorgt, dass sinnvolle Strukturen entstehen, sondern im Gegenteil bewirkt, dass das Sinnvolle zerstört wird und dass das vorhandene Material nicht strukturiert wird, sondern gleichmäßig vermischt wird. Umso mehr Zufälle, umso gleichmäßiger die Vermischung. Man kann das Wirken des Zufalls so veranschaulichen. Stellen wir uns mal eine richtige Sandburg vor. So richtig mit Türmen, Mauern und einem Schloss in der Mitte. Ich denke, dass es uns allen klar ist, dass solch eine Sandburg nicht zufällig entstehen kann. Jedes Kind wird es bestätigen und sagen, dass es jemand gemacht haben muss. Aber warum ist es uns so klar? Warum sind wir uns so sicher, dass solch eine Sandburg nicht zufällig entstehen kann? Warum? Na, weil solch eine Struktur das gespeicherte Wissen darstellt und von dem künstlerischen Einsatz zeugt. Noch einmal, weil solch eine Struktur das gespeicherte Wissen darstellt und von dem künstlerischen Einsatz zeugt. Also damit so etwas entstehen kann, muss jemand eine Burg gesehen haben und dann dieses Wissen in Form einer Sandburg gespiegelt, also wiedergegeben haben. Und das kann nur jemand sein, der Informationen aufnehmen, verarbeiten und wiedergeben kann. Nach demselben Prinzip urteilen wir auch, wenn wir ein Schriftstück sehen. Ja, wenn wir zum Beispiel eine Keilschrift sehen, im Ton reingeritzt oder reingedrückt, dann erkennen wir, dass das ein Mensch gewesen sein muss. Oder wenn wir am Strand spazieren gehen und sehen wir da geschrieben Lola plus Peter gleich ein Herzchen, dann wissen wir auch, dass so etwas nicht zufällig entstehen kann. Dass ein menschliches Wesen oder ein mehr oder weniger intelligentes Wesen dahinter stecken muss. So. Nach demselben Prinzip urteilen wir auch, wenn wir ein Schriftstück sehen. Wir wissen, dass eine Schrift ein Code ist, in dem Information, also Wissen, gespeichert wird. Kann also nur von einem wissenden und intelligenten Wesen stammen. Der Zufall kann die Information nicht verarbeiten und in der Form eines Codes wiedergeben. Das ist vollkommen ausgeschlossen, weil dazu Denkprozesse notwendig sind. Und nicht nur das, man muss auch fähig sein, die Information aufzunehmen, zum Beispiel durch die Augen, und in der Lage sein, dieses Wissen durch das künstlerische Handeln in Form eines Codes wiederzugeben. Das alles kann der Zufall einfach nicht. Was er kann, ist zum Beispiel die Sandburg zu zerstören
Und er wird nicht ruhen, bis jedes einzelne Körnchen zur Ruhe gekommen ist. Bis alle komplexe Strukturen aufgelöst sind und alles gleichmäßig zur Ruhe gekommen ist. So, der Zufall tut also genau das Gegenteil von dem, was die Evolutionisten von ihm erwarten. Sie erwarten von ihm den Aufbau von komplexen, beweglichen Strukturen. Er strebt aber nach Gleichmäßigkeit und Ruhe. So, das mit dem Zufall ist jetzt klar. Jetzt wollen wir uns mal ein Bakterium anschauen. Das einfachste Lebewesen, das wir kennen. Das Problem für die Evolutionisten dabei ist, dass die einfachste Zelle alles andere als einfach aufgebaut ist. Das ist ein sehr komplexes Gebilde, das intelligenter aufgebaut ist als alles, was die Menschen bis jetzt ausgedacht haben. Das ist ein sehr komplexes Gebilde, das intelligenter aufgebaut ist als alles, was die Menschen bis jetzt, als all das, was die Menschen bis jetzt ausgedacht haben. Als Darwin seine Hypothese aufstellte, hatte man noch keine Ahnung von der Mikrobiologie, Biochemie und Genetik. Man hatte eine sehr oberflächliche Vorstellung über das Leben und hatte keinen blassen Schimmer davon, was für Prozesse da in Wirklichkeit ablaufen. Um die einfachste Zelle zu veranschaulichen, können wir einen Uhrwerk nehmen. Es ist zwar viel einfacher aufgebaut, aber es reicht für Veranschaulichungszwecken. So, ich habe hier so ein Uhrwerk. Schaut mal euch das mal an. Das kann man mit einem einfachen Lebewesen ganz gut vergleichen. Natürlich ist das Lebewesen viel, viel komplexer, aber so im Prinzip ist es sehr ähnlich aufgebaut. Da muss auch Energie zugefügt werden von außen. Wenn die Energie ausgeht, dann bleibt die Uhr stehen oder das Bakterium stirbt. Wobei Bakterium dann nicht wieder lebendig werden kann, wenn es einmal gestorben ist, aber die Uhr wieder aufgezogen werden kann. So ein komplexes Gebilde. Da sind so viele Rädchen und Bestandteile, die sehr spezifisch sind. Die sind genau angepasst. Ja, die können nicht irgendwie anders gemacht werden. So ein Teilchen. So, das können wir gut als Vergleich nehmen. So, wo war ich? Es muss auch Energie von außen zugefügt werden. Und wenn die Energie zu Ende geht, funktioniert das System nicht mehr. Die Bestandteile und Rädchen symbolisieren Proteine, die auch sehr spezifisch aufgebaut sind und nur an einem bestimmten Ort einsetzbar sind. So, Proteine gibt es ja ganz unterschiedlich. So. Und wenn wir jetzt so ein geformtes Protein nehmen, ja, dann passt er da nicht rein. Auch wenn es kleiner wäre. Oder zum Beispiel so eine Feder können wir da, so ein Protein können wir da auch nicht verwenden, weil es einfach nicht da reinpasst, nicht zum System passt. Oder so ein Proteinchen, auch wenn es kleiner wäre, würde es nicht die vorhandenen Sterne da ersetzen können. Oder so ein Protein würde da auch nicht reinpassen. Also die Proteine müssen schon sehr, sehr fein abgestimmt sein auf dieses Lebewesen. Da kann man nicht irgendwas verwenden für. Die Proteine übrigens konnten noch nie künstlich hergestellt werden, obwohl man sich sehr viel Mühe gab, das zu schaffen, in dieser Hinsicht gab. Für den Aufbau einer Zelle können auch nur spezielle Proteine verwendet werden, die haargenau in das System passen.
Genau, wie das Uhrwerk. So funktioniert das. Und wenn ich ein Uhrwerk auseinanderbauen würde und dann durch das Schüttelnde, ja, stellen wir mal was vor, ich habe das auseinandergebaut und versuche das durch das Schütteln zufällig wieder aufzubauen. Also sieht ein bisschen nach Schamanismus aus. Und wenn ich das jetzt ernsthaft machen würde, dann würdet ihr denken, der Typ ist hier völlig weg. Ja, aber genau das machen die Evolutionisten. Ja, genau das. Die versuchen in ihrer Fantasie das Lebewesen zufällig aufzubauen. Ja, genau mit solchen schamanistischen Methoden. Aber warum eigentlich erscheint uns das so abwegig, wenn ich jetzt versuchen würde, das Uhrwerk so aufzubauen? Warum erscheint uns das so abwegig? Warum ist das einfach nur verrückt? Wie kann man das erklären? Na, weil solch ein Prozess eine Wahrnehmung, scharfsinnige Beurteilung und präzises Handeln erfordert. Also man muss die Bestandteile wahrnehmen, scharfsinnig beurteilen, wo die reinpassen und dann präzise einsetzen. Und das alles kann der Zufall einfach nicht. Der kann nicht beurteilen, der kann nicht wahrnehmen, der kann nicht präzise arbeiten. Deswegen ist so eine Vorgehensweise einfach schwachsinnig. Und das verstehen wir sofort, ohne lange darüber nachzudenken. Aber stellen wir uns mal gegen jede Vernunft vor, dass durch den Zufall solch ein komplexes Gebilde wie eine lebende Zelle entstanden ist. Also stellen wir uns einfach vor, das ist so durch den Zufall entstanden jetzt. Einfach mal gegen jede Vernunft. Stellen wir uns vor, es ist entstanden, es lebt, es tickt, ne? Ich glaube, es tickt sogar, ja. Ja, so. Das Problem dabei ist, dass es zufällig auch zu heiß, zu kalt oder zu trocken werden kann und die Zelle wieder sterben muss. Also wenn die erste Zelle so zufällig entstanden wäre, dann könnte es vielleicht zu trocken werden oder zu heiß oder zu kalt und die wäre dann wieder tot. Damit sie wirklich überlebt, braucht es etwas mehr. Also um wirklich überleben zu können, muss die Zelle lernen, sich zu reproduzieren. So, das Ding muss lernen, sich zu reproduzieren. Ja. Ja, es muss lernen. Okay. Dazu ist erstmal ein Bauplan notwendig, in dem die ganze Information über den Aufbau der Zelle gespeichert ist. Genau, dazu ist ein Bauplan notwendig, in dem die ganze Information über den Aufbau der Zelle gespeichert ist. Man braucht dazu auch Mechanismen, die diese Information wieder entschlüsseln können und nach diesen Anweisungen die neue Zelle aufbauen können. Also es muss auch ein Nanomechanismus vorhanden sein, wie so ein kleines Computerchen, der diese Information abliest von dem Plan und dann Anweisungen gibt an andere Mechanismen, die dann diese Proteine aufbauen und dann an die richtige Stelle transportieren und da einbauen. Also das sind schon sehr, sehr komplexe Vorgänge. Also, okay. So.
Ein Bauplan braucht man also erstmal dazu. Was ist das eigentlich, ein Bauplan? Bauplan ist das in einem Code gespeichertes Wissen über etwas, was aufgebaut werden soll. So. Gespeichertes Wissen. Also wer kann das Wissen haben? Jemand, der beurteilen kann. Jemand, der wahrnehmen kann. Ja, und das ist alles für den Bauplan notwendig. Bauplan ist das in einem Code gespeichertes Wissen über etwas, was aufgebaut werden soll. Also ist es Wissen, das in einer Schrift oder Zeichnung festgehalten wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass um über sich selbst so einen Bauplan erstellen zu können, müsste die Zelle so weit intellektuell entwickelt sein, dass sie den eigenen Aufbau wahrnehmen, beurteilen und in einem speziellen Code speichern kann. Noch einmal, damit das möglich wäre, die Reproduktion müsste, das bedeutet, dass um über sich selbst so einen Bauplan erstellen zu können, müsste die Zelle so weit intellektuell entwickelt sein, dass sie den eigenen Aufbau wahrnehmen, beurteilen und in einem speziellen Code speichern kann. Wir reden hier von einer Zelle. Dabei stößt sogar meine blühende Fantasie an ihre Grenzen. Könnte eine Zelle solch eine Aufgabe bewältigen? Das können nicht mal wir Menschen, obwohl wir Augen haben, um wahrzunehmen, und das Gehirn, um die Informationen zu verarbeiten. Aber wir können nicht den Bauplan, unseren eigenen Bauplan erstellen, nachdem wir wieder aufgebaut werden können. Das können wir nicht. Und wenn wir uns den genetischen Code genau anschauen, dann fällt uns die absolute Genialität auf, in der die Informationen dabei gespeichert werden. Der genetische Code ist ja so ähnlich wie die menschliche Schrift, ja, in der wir die Informationen speichern. So werden die Informationen in dem genetischen Code gespeichert. Und das ist absolut genial aufgebaut und man kann da sehr, sehr viele Informationen konzentriert speichern. Der genetische Code hat nämlich nur 4 Buchstaben, die sogenannten Nukleobasen, aus denen 64 Triplets, also so eine Art Wörter, gebildet werden können, mit denen alles beschrieben werden kann, von dreidimensionalen Strukturen bis zu chemischen Abläufen. Es ist der effizienteste Code zur Speicherung der Information, den wir kennen. Und wir haben ja schon am Anfang geklärt, dass um Informationen in einem Code zu speichern, eine wahrnehmende, beurteilende und schöpferische Intelligenz notwendig ist. In anderen Worten, ohne einen genialen Schöpfer entsteht so etwas wie eine Zelle auf keinen Fall. Ganz zu schweigen von ganzen anderen Lebewesen, was wir so haben. Weil jeder weitere Schritt der Entwicklung benötigt weitere Informationen, weitere Baupläne, ja, und die sehr komplex sind, sehr viel Informationen beinhalten. Und sowas entsteht einfach nicht von alleine. Ja, wie die Augen zum Beispiel. Oder die Fledermäuse. Ja, sagen wir mal so, evolutionärer Schritt von einer Maus oder so einem ähnlichen Wesen zu einer Fledermaus. Die Flügel bei der Fledermaus sind so aufgebaut, dass die Finger sehr lang sind und zwischen den Fingern eine Membran aufgebaut ist.
Und so können die fliegen. Das Problem für die Evolutionisten dabei ist, dass wenn die Flügel noch nicht ganz fertig sind, kann sie weder fliegen noch laufen. Also die Zwischenform ist nicht überlebensfähig. Ja, sie kann nicht jagen, sie kann von Jägern nicht weglaufen. Sie kann nur kriechen und vollkommen hilflos. Und diese Zwischenform kann einfach nicht überleben. Und das ist so mit vielen Tieren, mit vielen Organen und so weiter. Das funktioniert einfach nicht. Und alle fossile Überlieferungen, was wir von Fledermäusen haben alle fertige Flügel. Die sind fertig und es gibt keine Zwischenform. Und das ist bei anderen Tieren genauso. Alle Tiere, die wir finden, die sind fertig. Die sind gleich lebensfähig und fertig für ihre Nische im Ökosystem sind die perfekt angepasst für diese Nische. Und wir finden auch die Libellen in fossilen Überlieferungen, die genauso sind, Ameisen und Bienen und so weiter. Und alles fertig. Es gab früher zwar viel mehr Tiere als heute, viele sind ausgestorben, aber die Tiere, die wir haben, finden wir auch in den fossilen Überlieferungen. Im Bärenstand zum Beispiel, die Insekten, die wir heute haben, gab es auch früher in genau derselben Form. Die haben sich nicht verändert. So, dazu möchte ich auch noch eine Bibelstelle vorlesen aus Römer 1, 20 bis 21. Aus dem Römerbrief. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Ja, der größte Beweis für die Existenz Gottes ist die Natur. Ja, dass wir selbst, wenn wir uns in den Spiegel anschauen, dann sehen wir den Beweis der Existenz Gottes. Weil ohne Gott konnten wir nicht entstehen. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass wir entstehen können. Also ist jedes Lebewesen, jede Pflanze ein Beweis der Existenz Gottes. Das sind seine Spuren, die er überall hinterlassen kann. Und wir haben keine Entschuldigung und können nicht sagen, wir haben nicht gewusst, dass es Gott gibt. Nur die Leute ignorieren das. Das ist für sie alle selbstverständlich, was sie sehen. Und sie beschäftigen sich mit nichtigen Dingen, mit belanglosen Dingen. Und so verfinstert sich ihr Verstand. Und sie treiben dann Unsinn und Perversionen und tun Ungerechtigkeit und irgendeinen Schwachsinn und bringen sich um und fressen sich gegenseitig. Ne? Und tun unsinnige Dinge, weil sie sich keine Gedanken gemacht haben über Gott. Und was er von uns will, von seiner Moral, von seiner Gerechtigkeit, wollen sie nichts wissen. Sie wollen für sich leben, egoistisch, wie die Tiere. Und ignorieren die Existenz Gottes. Und hören auf schwachsinnige Märchen von den Evolutionisten. Ja. Aber das ist auch ein interessanter Punkt. Wenn die Evolutionstheorie so leicht zu widerlegen ist, warum wird sie dennoch so hartnäckig überall verbreitet und eingeführt? Und man hetzt auch gegen alle Wissenschaftler, die die Evolutionstheorie in Frage stellen. Man bringt sie aus ihren Positionen, sie finden keine Arbeit mehr, man macht sie mundtot. Ja, und wie kann man das erklären? Warum wird dieser Schwachsinn als Wissenschaft gelehrt? Das hat politische Hintergründe. Die Evolution ist ein Politikum. Sie ist dafür da, um das Christentum zu zerstören. Es ist eine Waffe im Kampf gegen das Christentum. Aber warum soll das Christentum vernichtet werden? Die Sache ist die, das Christentum
beinhaltet Gerechtigkeitsvorstellungen, moralische Vorstellungen. Es bietet ein Fundament für das Denken. Die Menschen, die an Gott glauben und die Bibel als ihr Fundament für das Denken haben, sie haben Gerechtigkeitsvorstellungen, die Vorstellungen von Moral, die unerschütterlich sind. Man kann sie nicht einfach so manipulieren. Und man kann in ihnen nicht irgendwelche ungerechte Systeme, Ideologien aufzwingen, weil sie selbstständig denken können. Sie haben eigene Grundlage für das Denken. Die Elite möchte aber die Massen manipulieren. Sie möchte sie formen können, wie sie will, durch ihre Propaganda. Und das Christentum stört dabei. Es bietet ihnen ein Fundament für das Denken und die denken selbstständig und lassen sich nicht manipulieren. Das ist für die ein Problem. Die wollen das Christentum zerstören. Um die Menschen manipulierbar zu machen, damit sie durch die Propaganda die Menschen manipulieren können, ihnen alle möglichen Sachen aufzwingen können. Sie können die Gerechtigkeit verkehren und die Menschen versklaven und ihnen das so darbringen, als wäre das alles gerecht und gut. So, dazu muss das Christentum erstmal vernichtet werden. Und dafür ist die Evolutionstheorie da. Das ist eine politische Geschichte und deswegen wird das auch in die Wissenschaft mit solcher Gewalt hineingeführt und überall in die Schulen und so weiter. Und da darf keiner irgendwas gegen sagen. Ja, wenn da ein Wissenschaftler ein Wörtchen dagegen sagt, fliegt er weg. Ist er weg vom Fenster. Ja, so sieht das aus. Also Leute, denkt selbstständig. Schaut euch die Natur an, die Blumen, die Insekten, wie wunderbar das ist. Schaut euch selbst im Spiegel an, schaut euch in eure Augen und überlegt, ist das wirklich wahr, dass ich zufällig entstanden bin? Geht das überhaupt? Da gibt es sehr viele Argumente gegen diese schwachsinnige Theorie. Ich kann jetzt hier nicht alles in dieses Video stecken. Aber denkt mal selbstständig, überlegt doch mal, ist das wahr, was die uns da einreden wollen? Ja. Amen.